Ikone des Cool, Super Trompeter. Geniale Trompeter. gefallener Engel, Unfortunate, the life. ein unglaublich genialer Musiker. Herb Geller hat gesagt, das ist einer der natürlichsten musikalischen Talente, das er jemals kennengelernt hat. Er wusste zwar nicht, in welcher Tonart er ist, aber er hat solche Ohren gehabt, der konnte sich sofort zurechtfinden. Ich war einfach begeistert von seiner musikalischen Lyrikheit, dieses melancholisches, ruhige Spiel. Aber also genial. Der NDR hatte den amerikanischen Jazztrompeter Chet Baker eingeladen. Wer in diesem Konzert gewesen ist, zum Beispiel damals, oder wer diese Platte hat, da kommen auch Erinnerungen natürlich. Sie wussten schon, welche Hausnummer das ist. War sehr interessantes Arbeit mit einem von diesen wirklich großen Solisten persönlich zu arbeiten. Er hat das also meisterlich gespielt und gesungen, also ein Genie. When I was first studying music in Birmingham, when I was 18, 19, my trumpet teacher at the time, Richard Isles, said, "Oh, you need to listen to this record, Percy." So he gave me this record, and it was the 1988 recording of the NDR Big Band and Chet Baker from here. I loved it. Wir haben ein bisschen in Hannover vor dem Konzert miteinander gesprochen und ein bisschen aus Spaß gesagt, der könnte nicht so hoch spielen wie ich, aber dafür hat er $250.000 im Jahr verdient. Das könnte ich nicht. Wir befinden uns im Jahr 1987, wo Chet Baker als Gast zur NDR Big Band kommen sollte. Speziell auf dieser Chet-Probe weiß ich, das war sehr konzentriert, logischerweise sehr respektvoll. Ich habe tatsächlich Teile dieser Proben aufgenommen. Ich hatte so einen Aufnahme-Walkman, das hippeste zu der Zeit. Wolfgang Kuhn hat über Herb Geller, also dieser Kontakt, Horst Willebrand, hat der Arrangement gegeben und Jürgen Keller. Mit 21 schon immens. Auch nach Hunderten und Tausenden von Arrangements ist es aufregend. Man steht irgendwie nackt da auf eine Art und Weise. Versuch nicht die Nerven zu verlieren, wenn was nicht klingt. Mit Anfang 20 ist das deutlich schwieriger als jetzt. Da war es zum Beispiel so, dass wir In Your Own Sweet Way gemacht haben. Mit 2 extra Takten. Ich hatte auch eine Aufnahme von Chet, der hat das nicht so gemacht. Aber ich dachte, ja, jetzt machen wir es mal richtig. Dann kam diese Stelle mit den 2 extra Takten und das alles, was passiert ist, nimmt die Trompete vom Mund und sagt, I don't know what that is. Und setzt sie wieder an, wenn es weitergeht. Ich meine, maximale Strafe für jemanden, der es besonders gut machen wollte, aber eine Lehre fürs Leben. Honest. Melodiös, Lyrisch. Voller Gefühl. weich. Es gab ja diesen harten, heißen Bebop. Es war unglaublich virtuos und es war für manche zu viel. Und das war praktisch der Gegenentwurf dazu. Man hat, wie man so sagt, intellektuell gespielt. Der Chordjazz ist die mehr gerade Achtel. So coole Lines mit bisschen weniger Vibrato. Musikalisch sehr interessante Sachen. Also, aber keine wilde dynamische Ausbrüche. Also, man hat gesagt, make no waves. Chet, der wollte klingen wie Miles. Das ist ja auch, Miles hat es auch so ein bisschen genervt. Dann gesagt, hey, there's this little white cat in LA, tries to sound like me. Miles was always looking forward, whereas Chet, he kind of found his thing, and he did his thing really, really, really beautifully well. Chet ist dieser Linie halt immer treu geblieben. There's a musician always present. He wasn't ever an incredible virtuosic trumpet player, but the music is just so strong that it transcends any physical inabilities at that particular point. Da kommen wir nämlich eigentlich auch zu dem Punkt, dass die Improvisationen eigentlich immer gesanglich sein sollen vielleicht. Und Chet hat das halt wie kein anderer gemacht. Er hat dadurch eine sehr zugängliche Art geschaffen, Jazz sich zu erschließen und zu hören. Und deswegen war er ja auch so erfolgreich. Gut aussehend, Konzentriert, reduziert, Melancholisch. Junkie, leider. ein Getriebener. Der war einfach ein
zurückhaltende Person. Chet Baker selbst war total ruhig, also das war total gedämpft. Da kam kaum was raus aus dem Mann, außer wunderbarer Trompete. Vor das erste Konzert, wir sind auf die Bühne gegangen, da war ich ein bisschen unsicher, wenn er überhaupt kommt oder so. Kurz vor Chet Bakers Tode noch das Konzert in Hannover mit dem Orchester, da wollten sie ihn gar nicht reinlassen, der Pförtner. Das ist eine verbriefte Geschichte. Es gab einfach eine Zeit, wo die Drogen dann Überhand genommen haben, wo sich alles dem unterordnen musste. Mich würde an der Stelle interessieren, wie Chet gespielt hätte, wenn er clean gewesen wäre. Als jung, da hatte er doch Filmverträge, da hat die ganze Welt lag zu seinen Füßen. Denn er war irgendwie so James Dean gleich, der ältere Chet Baker, der bei uns da gespielt hat. Es ist der krasse Kontrast dazu, wie er als junger Mann aussah. Die Jahre des Lebens am Abgrund hier und da, die hat natürlich echt ihren Tribut gefordert. In der Band damals saß Herb Geller am ersten Altsaxophon. Und Herb war ein Weggefährte von Chet Baker in Los Angeles. Er hat ihn dann hier wieder erlebt und saß zusammen mit ihm im Konzert. Ich weiß, dass es für Herb wahnsinnig bewegend war. Zu hören, wie toll er immer noch spielt, aber auch zu sehen, was der so hinter sich hatte. Also ein relativ emotionales Konzert. You can really hear the wealth of knowledge that he's accumulated, and also without the teeth, and the scat goes a little bit flat, but it's just fantastic. Der ist elegant auf die Bühne gekommen, hat sich hingesetzt, wunderbar gespielt und gesungen. War helt perfekt. Look for the silver lining. I've always remembered that record. So it's great to play it, actually.